Heute im knallharten Offroad-Test der Yikon 4083. Ein Riesencrawler im Maßstab 1:8. Und wie sich der Prügel hier heute schlägt, das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. In aller Kürze ein paar Details zum Fahrzeug. Wir haben den Yikon 4083 in 1:8, das ist ziemlich groß, und wir werden heute mal herausfinden, ob die Größe eher gut oder hinderlich ist oder vielleicht auch beides. Das Fahrzeug ist ausgestattet mit Portalachsen, einem Zweiganggetriebe, sperrbaren Differentialen, einem sehr großen 775er Bürstenmotor, einem kräftigen Lenkservo mit 25 Kilogramm Stellkraft, gefahren heute mit einem 2S LiPo-Akku 4000 mAh. Zugleich ist das hier auch mein First Run, wie du sehen kannst. Die Reifen sind noch relativ sauber. Das Einzige, was ich an diesem Fahrzeug hier verändert habe, dass ich die Felgen ein bisschen in so einem Stahlgrau bemalt habe. Ansonsten ist das Fahrzeug absolut Serie. Jetzt geht's raus auf die Strecke. Auf dem Weg hierhin konnte ich schon feststellen, dass es sehr, sehr angenehm ist, die Fernsteuerung mit einer Hand zu fahren. Das hat mich sehr überrascht. Und auch das Fahrzeug an sich kommt mir ein bisschen vor von der Performance her wie ein TRX6. Wir fangen ganz leicht an, bevor es dann jetzt gleich etwas schwieriger wird. Die Differentiale sind noch geöffnet. Wir befinden uns im ersten Gang, im Crawlgang. Sobald ich was verändere, sage ich dir natürlich Bescheid. Das macht er super. Das macht er super. Klasse Bodenfreiheit. Nur die Reifen, die 2.2er, die sind schon so groß, dass sie hinten wirklich schon fast an den Radkasten kommen. Das fällt ein bisschen auf. Hier haben wir unsere zwei Wege. Der linke ist der harte, den versuchen wir zuerst. Der rechte ist der einfache. Und was mir auffällt, der Crawler rutscht oder rollt ganz einfach so wieder zurück. Da ist ja ein Quick-Run-Regler von Hobbywing verbaut. Und dort werde ich den sicherlich nochmal anders programmieren müssen. Wie man hier, denke ich, ganz gut sehen kann, rollt er immer wieder zurück. Das ist aber eine Einstellungssache, das kann man machen. Differentiale sind noch geöffnet. Wir versuchen es erstmal so. Wir fahren hier noch nicht auf Sicherheit. Aber jetzt sperren wir das erste Differential. Mal gucken. Vorne ist gesperrt, hinten nicht. Und wir werden jetzt auch das zweite Differential sperren. Für dich zur Info, es hat vor etwa 2 Stunden hier geregnet. Dementsprechend setzen sich die Räder natürlich schnell mit diesem losen Sand zu. Aber mit ein bisschen Schwung könnte das was werden. Aber er will noch nicht. Er gräbt sich hier ein. Na komm. Na komm. Da will er nicht. Da will er nicht. Setzen noch mal ein bisschen anders an. Ich will ihn jetzt auch nicht direkt schon umschmeißen, aber da hätte ich mir jetzt mehr erhofft. Ich schieb's einfach mal auf den feuchten Boden. Ne, hinten rechts, da gräbt er sich ein. Das ist extrem schade. Ich schieb's mal auf die Witterung. Da müssen wir mal gucken, was er sonst noch so macht. Rechts dürfte es allerdings gar kein Problem sein. Da schafft es ohne weiteres. Schade. Da hätte ich mich wirklich gefreut, aber ich schieb's auf den Regen. Diese Stelle hier hat rein gar nichts mit Gelände zu tun. Ich finde die Vegetation hier einfach besonders schön. Und hier, finde ich, kann man ganz gut sehen, ob sich so ein Auto auch in die Natur integriert. Und ich muss sagen, es ist bei diesem Fahrzeug grenzwertig von der Größe her. Es geht noch, aber es wäre, glaube ich, etwas scaliger, wenn es 1:10 wäre. Aber es passt noch. Unsere erste Steigung, bevor es dann gleich den Steilhang hochgeht. Differentiale geöffnet, Kriechgang ist drin. Das sollte für das Fahrzeug überhaupt gar kein Problem sein. Und wir sehen, das macht er ohne Schlupf, ohne Probleme. Kriecht er hier ganz langsam hoch. Also der zuckt nicht mal mit der Wimper. Auch hier mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Das ist jetzt etwas, da schaffe ich es zu Fuß nur wirklich sehr, sehr schwierig hoch. Hier kommt es natürlich darauf an, wie hoch ist der Schwerpunkt von dem Fahrzeug und rollt er vielleicht hinten rüber. Aber da sehe ich keine Probleme. Wir haben ein bisschen Schlupf, wir sind ein bisschen langsam unterwegs.
Die Reifen, muss ich sagen, gefallen mir jetzt gerade nicht so gut. Wir haben ja auch vorhin gesehen, dass sie sich schnell zugegraben haben. Das finde ich jetzt absolut nicht optimal. Da muss man auf Dauer nochmal was tun. Die sind mir ein bisschen zu hart. Wir drehen da oben jetzt mal und lassen ihn jetzt mal langsam runterkommen. Wir erinnern uns, der Regler ist noch ohne große Bremse, aber er rollt ganz langsam runter. Passiert überhaupt nichts. Klasse gemacht. Saubere Leistung. Hier schaue ich immer, wie schräg kann man denn fahren, ohne dass das Fahrzeug umkippt. Und hier haben wir natürlich eine leichte Lexan-Karosserie. Das sieht gut aus, aber hier geht mir auch schon fast der Stein zu Ende, weil das Fahrzeug einfach so riesengroß ist, dass man wirklich sich das Gelände ganz neu aussuchen muss. Und auch die Kamerasperspektiven hier, die gehen mir echt schnell aus, weil das Fahrzeug einfach so riesig ist. Hat er aber gut gemacht. Jetzt zählt es und jetzt kommen wir eigentlich zum spannendsten Moment bis jetzt, nämlich diesen Bereich hier. Das Ganze läuft sehr, sehr spitz zu und mit einem kleinen Crawler kommst du hier super hoch. Aber wie ist es denn mit so einem großen Crawler? Hat er jetzt Vorteile? Hat er Nachteile? Ich gehe direkt auf Sicherheit und sperre vorne und hinten die Differentiale. Ich bin nicht guter Dinge. Warum? Weil ich die Reifen schlecht finde. Die Reifen kratzen so ein bisschen im Radhaus und wir sehen schon, dass der Kleine hier Probleme hat. Also das sieht mit einem TRX4 anders aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich empfinde ihn fast zu groß. Wir positionieren das Fahrzeug nochmal neu. Eine geringere Spurbreite ist hier dann doch definitiv von Vorteil. Nichtsdestotrotz versuchen wir es nochmal. Aber auch die Räder, die greifen sich wieder komplett zu. Setzen sich komplett zu mit Sand und irgendwie will er dann nicht so richtig. Muss man denn hier ganz anders hochfahren? Mache ich denn irgendwas falsch? Das schreibt mir doch gerne mal unten in die Kommentare. Da bin ich aber doch jetzt etwas enttäuscht. Da hätte mehr gehen müssen in meinen Augen. Ich versuche das jetzt nochmal ganz ungewöhnlich an einer anderen Stelle. Dieser Bereich hier ist eigentlich nicht Teil meines Offroad-Parcours. Aber es wurmt mich jetzt einfach. Das kann doch nicht sein. Es ist doch ein Riesenfahrzeug. Warum kommt der denn da nicht hoch? Muss das denn echt schwieriger haben oder was? Ah. So, wir gucken mal. Ja. Nee, jetzt kratzt da hinten. Jetzt kommen die Reifen wieder. Also die Reifen, die hauen mich absolut nicht vom Hocker. Absolut nicht. Viel zu wenig Grip haben sich jetzt zugesetzt mit diesem scheußlichen, nassen Sand. Nee, dafür ist der Crawler zu groß. Ich merke schon, dann lieber hier an dieser Stelle etwas mit einer geringeren Spurbreite. Die Stärke des Bronx ist ja definitiv seine Bodenfreiheit und deswegen schauen wir uns jetzt hier mal den Rampenwinkel an. Und da hat er wirklich seine Stärke. Das ist fantastisch. Das kann ein TRX4 nicht. Hier holt er wirklich aus. Boah, also die Bodenfreiheit, die ist enorm. Wenn jetzt noch der Grip der Räder vernünftig wäre, wir versuchen es mal mit Schwung. Irgendwo sitzt er auf. Ich glaube, man sieht es auch. Oh, wirklich mit Schmackes. Da habe ich mir dann doch ein ganz kleines bisschen mehr erwartet. Bekommt der Bronx hier noch Probleme? Das ist ja doch wirklich recht einfaches Gelände. Und wir gehen einfach mal hier den steinigeren Weg. Es ist ja ein Crawler. Und da kommt die Bodenfreiheit. Da kommt sie. Geil. Das geht mit einem TRX4 so einfach nicht. Das ist einfach die Bodenfreiheit. Das ist einfach Maßstab 1:8. Geil. Mein ganz persönliches Fazit zum Yikon 4083 Bronx. Außen hui, Performance fui? Na, das würde ich nicht sagen. Die Stärken dieses Fahrzeugs liegen ganz klar in der riesigen Bodenfreiheit. Wir können über Steine hinwegfahren, über die wir sonst wirklich drüber fahren müssen. Und dieser Maßstab, der schluckt schon verdammt viel. Aber der Maßstab, der kann uns auch in die Parade fahren. Und zwar haben wir tatsächlich die ein oder andere Stelle, wo ich wirklich sagen muss, da wäre eine geringere Spurbreite deutlich angebrachter. Das wiederum macht er dann aber durch die Bodenfreiheit wieder wett. Das ist
alles fantastisch. Eine Sache, die mir allerdings gar nicht gefällt, das sind die Reifen. Die Reifen setzen sich viel zu schnell zu und sind in meinen Augen viel zu hart. Da ist es mir schon fast zu schade, dass ich jetzt die Felgenfarbe da für 3 Euro gekauft habe und die Felgen bemalt habe, weil ich glaube, das muss wieder runter. Das funktioniert so nicht, die Reifen sind so schnell zu. Das macht keinen Spaß und ich bin mir sicher, dass der Wagen eine bessere Performance hat, wenn man andere Reifen draufsetzt. Natürlich darf man nicht vergessen, dass es hier vor 2-3 Stunden noch geregnet hat und dass das keine optimalen Bedingungen sind. Dennoch hätte ich mir ein kleines bisschen mehr erwartet. Wie siehst du das? Schreib's mir in die Kommentare. Bis dahin, ciao.